Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt es euch gewünscht und heute ist es da, das Basics Video zum Flipper Zero. Egal, ob ihr noch keinen Flipper Zero habt, ihr euch gerne einen kaufen wollt und noch nicht so richtig wisst, was ihr alles dazu braucht, oder ob ihr bereits im Besitz von einem Flipper Zero seid und ihr aber einfach noch nicht wisst, wie ihr richtig startet, was der Flipper Zero eigentlich überhaupt alles abdecken kann. Das schauen wir uns heute in diesem Video an. Ich habe auch schon einige Videos zu den verschiedenen Bereichen vom Flipper Zero gemacht, deswegen an dieser Stelle wäre es ganz sinnvoll, schon meinen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos, die sich wieder um verschiedene Detailfunktionen vom Flipper Zero drehen. Ja, wir schauen uns heute an, alles was ist wichtig zum Einkauf vom Flipper Zero, wir schauen uns die Companion-App an und wir kriegen einen allgemeinen Überblick, was der Flipper in welchen Bereichen so alles leisten kann. Ja, Ziel vom Video ist es, wie gesagt, euch einen allgemeinen Überblick zu geben. Falls es hier schon vertiefende Videos von mir zu den einzelnen angesprochenen Funktionen gibt, dann werde ich es euch jeweils oben rein verlinken. Ansonsten wird es auch noch vertiefende Videos zu Themen, die ich bis jetzt noch nicht behandelt habe, geben. Ja, wir starten mit dem Flipper Zero Basic Video sofort nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Odyssey, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich habe es euch ja schon in der Einleitung gesagt, heute dreht es sich wirklich um den Flipper Zero, um Basics zum Einkauf, was kann die Companion-App und was für Funktionen deckt der Flipper überhaupt ab, was kann er und was kann er nicht. Das Thema Einkauf. Ja, Flipper Zero gibt es sehr viele Angebote im Internet, aber es gibt auch sehr viele schwarze Schafe. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ein Flipper Zero zu kaufen, dann solltet ihr nur aus vertrauenswürdigen Quellen kaufen. Das Beste ist eigentlich der etablierte Marktplatz von Amazon. Ja, zu dem Shop von Amazon habe ich auch euch da unten einen kleinen Link in die Videobeschreibung reingepackt. Wenn ihr über diesen Link bestellt, würde es mich freuen, weil dann unterstützt ihr mich und meinen Kanal und es kostet euch aber keinen Cent extra. Ja, es ist wichtig, weil es gibt, wie gesagt, viele schwarze Schafe, sei es in Facebook Marketplace, Kleinanzeigen, ja, oder in verschiedenen Foren werden immer wieder Flipper zum Kauf angeboten, die es aber tatsächlich nicht gibt. Ja, Ziel ist da wirklich, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen, deswegen passt bitte auf. Gerade wenn der Preis sehr günstig und vielversprechend klingt, dann ist wirklich große Vorsicht angebracht. Ja, wir schauen uns jetzt direkt mal an, was für ein Angebot hier bei Amazon gibt. Wenn ich hier unter Flipper Zero suche, dann sehen wir auch schon relativ gleich bei den ersten Treffer oben den ganz normalen Flipper Zero. Wir bewegen uns hier immer in einem Preis, also so ein wirklicher Preis, wo man sagt, ja, das ist ein authentisches Angebot, bewegt sich so zwischen 200 und 230 Euro. Das ist der Flipper Zero allein, vollkommen nackt, also nur das Gerät. Und gerade wenn ihr neu in dem Bereich seid und noch nicht so wirklich Zubehör habt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr so ein kleines Starter-Kit kauft. Das kleine Starter-Kit beinhaltet in der Regel einmal dieses Silicone-Case, eine Micro-SD-Karte und manchmal, je nachdem welches Startset man hat, auch noch das Wi-Fi-Entwicklungsboard. Wi-Fi-Entwicklungsboard, ganz für den Anfang, sage ich mal, kann man auch darauf verzichten. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass man vielleicht eine Schutzhülle mit dabei hat. Und ich scroll hier auch nochmal runter. Was auch sehr wichtig ist, finde ich persönlich, sind diese kleinen Display-Schutzfolien. Denn wenn man sich hier den Flipper anschaut, das ist ein ganz normales Plastikglas, das verkratzt relativ leicht, gerade wenn man es in der Hosentasche hat, dann hat man wirklich nicht lange Freude an seinem Flipper, weil das Displayglas oder Plastikglas sehr schnell verkratzt. Da kleine Displayschutzfolie drauf und ihr habt auch noch lange Freude dran. Ja, also wie gesagt, mein Tipp, Displayschutzfolie, Silicone Case und sofern ihr keine passende SD-Karte
dabei habt oder schon zu Hause habt, dann auch eine kleine SD-Karte. SD-Karte ist oftmals so eine Frage in den Foren, warum erkennt der Flipper meine SD-Karte nicht? Da muss man ein bisschen aufpassen. Manche Hersteller unterstützen nicht den SPI-Modus bei der SD-Karte. Der Flipper greift über SPI. Das ist ein Kommunikationsprotokoll auf die SD-Karte zu, und wenn die SD-Karte kein SPI kann, dann erkennt der Flipper Zero diese SD-Karte nicht. Es sollte bei den meisten Karten der Fall sein, aber dennoch ist es nicht immer der Fall. Wenn eine SD-Karte nicht geht, probiert es eine andere aus oder schaut es nochmal im Internet nach, welche SD-Karten explizit empfohlen sind, welche passen, welche auch tatsächlich funktionieren, und greift dann auf eine entsprechende SD-Karte zurück. Ja. Das hier ist die Companion-App vom Flipper Zero. Sie gibt es für iOS als auch für Android, und diese Companion-App hilft euch zu Beginn sehr gut, um einen Überblick über euren Flipper Zero zu bekommen, um die Software zu aktualisieren und um weitere Apps auf dem Flipper Zero zu laden. Es gibt neben dieser Companion-App auch noch eine Anwendung für Mac und Windows, die Q-Flipper-Anwendung. Die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ihr das eine oder andere Flipper Zero Video von mir schon angeschaut habt. Das ist natürlich die stabilere Variante, wenn wir mit Firmware-Updates agieren oder auch mit Custom-Firmwares. Ich werde zu Custom-Firmwares auch nochmal ein kleines Video-Spezial machen, was es dafür individuelle Firmwares neben der Standard-Firmware vom Flipper Zero gibt. Aber ein Firmware-Upgrade ist auch, wie gesagt, über diese Companion-App hier möglich. Wir sehen auch hier, man kann ja aus verschiedenen Releases wählen. Mittlerweile gibt es auch hier die Möglichkeit, eine Custom-Firmware hochzuladen und auf den Flipper zu installieren oder halt auf die offiziellen Stable- oder Release- oder Development-Builds zu setzen. Ja, ihr habt hier einen Überblick quasi, was für eine Firmware auch drauf ist. Bei mir ist es die Momentum-Firmware. Wie gesagt, nicht die Stock-Firmware, deswegen kann es auch sein, dass heute die eine oder andere App oder vom Layout das bisschen anders ausschaut, als wie vielleicht noch auf eurem Stock-Flipper. Ja, wir schauen uns ja dann nochmal an, so ein paar Grundfunktionen vom Flipper Zero, und falls ihr bei mir Apps entdeckt oder darüber hinaus noch Apps installieren möchte, lohnt der Blick in den Flipper App Store. Der hat einen eigenen Flipper App Store, der im Prinzip über die Companion App erreichbar ist, und hier könnt ihr nach den entsprechenden Sparten auch noch Apps ganz leicht per Klick auf den Install-Button auf eurem Flipper Zero installieren. Also da sollte dann auch für jeden Geschmack was dabei sein. Aber wir starten jetzt mit dem dritten Infopart in diesem Video, und zwar mit dem Funktionsumfang vom Flipper Zero. Ja, damit ihr auch das seht, was ich hier sehe, schauen wir nochmal zurück in die Companion-App, und zwar hier unten mit Remote Control sehen wir hier den gleichen Bildschirm, wie ich jetzt hier auf dem Gerät habe. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann seht ihr hier auch das, was ich hier gerade auf meinem Flipper sehe. Ja, wenn wir einmal auf die mittlere Taste drücken, dann befinden wir uns im Hauptmenü vom Flipper Zero. Wir haben hier einmal dieses Apps-Menü. Das Apps-Menü ist grundsätzlich genauso, wie wir hier diese einzelnen Menüpunkte sehen, dafür da, ebenfalls auf die verschiedenen Applikationstypen zuzugreifen. Hier sind jedoch mehr Funktionen drin als wie in diesen Standard-Icons. Deswegen starten wir zunächst mit den Ober-Icons hier, und wir schauen uns dann im Anschluss, wenn wir uns mit den Funktionen hier vertraut gemacht haben, nochmal an, was es hier in diesem Punkt eben unter Apps mehr zu entdecken gibt. Ja, erste Funktion ist Sub-Gigahertz. Ihr kennt sicherlich die Shorts auf TikTok und auf YouTube, wo der Flipper Zero die Tankklappe vom Tesla öffnet. Das Video blende ich euch jetzt hier auch gleich nochmal nebenbei mit ein, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Das ist ein klassisches Anwendungsbeispiel von Sub-Gigahertz. Sub-Gigahertz, wenn ich reingehe, habe ich Möglichkeiten, Funksignale zu lesen, die zu speichern und auch zu senden. Ich kann mit dem Frequency Analyzer auch schauen, welche Funksignale
in der Sende- und Empfangsbereich. Also der Flipper Zero kann nicht unbegrenzt senden. Wir sind im 434er und im 868er Frequenzbereich, so Pi mal Daumen. Und in dem Bereich können wir uns hier Funksignale suchen und analysieren. Ja, weitere klassische Anwendungsbeispiele für Sub-Gigahertz sind zum Beispiel Fernbedienung von Garagentoren, es sind Wetterstationen oder es sind Funkschlüssel vom Auto, um die Türen vom Auto auf und zu machen. Auch da werde ich noch ein Video machen, wie der Flipper Zero die Tür von einem Auto mit Rolling Code öffnet. Also Rolling Code bedeutet, dass sich der Code immer ändert, wenn ich auf die Fernbedienung drücke, wie diese Angriffe funktionieren, die wir auch in verschiedenen Shorts so sehen, die den Eindruck machen, dass der Flipper Zero hier einfach Autos aufsperren kann. Aber ganz so leicht ist es natürlich nicht, gerade für euch als vielleicht Anfänger oder noch Anfänger in dem Bereich. Ja, da mein Appell, es ist nicht alles so einfach, wie es oft ausschaut. Ja, wenn wir mehr als wie die Tankklappe vom Tesla öffnen müssen, müssen wir oft auch ein bisschen Hintergrundinformation haben, das Ganze verstehen, aber das soll jetzt auch nicht Ziel von diesem Video sein, sondern wir schauen uns nur eben den Funktionsüberblick an. Ja, Sub-Gigahertz habe ich euch gerade gesagt. Dann sehen wir als nächstes einmal den Bereich RFID und NFC. RFID und NFC sind beides diese Nahfeldfunktechniken. Ihr kennt es vielleicht von eurer Bankkarte. Ich habe hier zum Beispiel selber so eine Blankokarte, wo ich dann an ein Lesegerät halte und dann eine Tür aufgeht oder vielleicht auch eben nicht. Solche Karten kann ich auslesen. Sie gibt es auch in Schlüsselanhängerform. Und diese Technologie wird immer als RFID oder NFC bezeichnet. Und wenn wir gerade hier schauen, RFID, das klassische RFID arbeitet auf 125 Kilohertz und das NFC arbeitet auf 13,56 Megahertz. Das sind grundsätzlich also zwei komplett unterschiedliche Verfahren, haben unterschiedliche Sicherheitsfunktionen, unterschiedliche Lesegeräte, unterschiedliche Token, die wir dranhängen. Und gerade wer sich mit dem Flipper Zero im Bereich NFC oder RFID beschäftigen möchte, muss natürlich da auch wissen, um welches Verfahren handelt es sich von den beiden. Ja, was wir hier machen können bei RFID, können wir solche Tokens lesen, wir können sie speichern, wir können sie auch emulieren und wir haben hier noch ein paar extra Funktionen, um zum Beispiel bei beschreibbaren Token das Passwort zu ändern, aber das ist wie gesagt schon wieder zu tief für dieses Anfangsvideo. Beim Bereich NFC können wir genauso NFC-Karten lesen, wir können sie speichern, wir können auch NFC-Karten, die mit Passcodes oder Schlüsseln oder Schlüsselcodes geschützt sind, je nach Sprachgebrauch gibt es da andere Bezeichnungen dafür, kann man auch hier nicht alle, aber bestimmte Codes versuchen zu brechen. Ja, unter die Extra-Funktion finden wir hier auch noch Funktionen, die dann für verschiedene NFC-Kartentypen zur Verfügung stehen. NFC ist auch nicht gleich NFC, es gibt da viele Subtypen von NFC-Karten. Es gibt MIFARE Ultralight, MIFARE Classic, es gibt SLIX, NDEF, es gibt hier ganz viele verschiedene Verfahren, die alle unter 1356 MHz arbeiten. Das ist auch nochmal ein Thema, was wirklich sehr breit gefächert ist. Aber ihr wisst zum Beispiel jetzt, wir können diese Funkkarten damit analysieren. Ja, ein weiteres Thema, was der Flipper Zero kann, ist der Bereich Infrarot. Der Flipper Zero hat ja hier unten, wenn wir es hier sehen, diesen kleinen schwarzen Block. Da drin befindet sich eine Infrarot-Sende- und Empfangseinheit, sprich eine Infrarot-LED zum Senden, so ähnlich wie es auch Fernbedienungen hier haben. Die Fernbedienung, wenn wir hier drauf drücken, haben wir hier ja auch verschiedene Möglichkeiten, das Gerät zu steuern, und genau das gleiche können wir hier auch mit dem Flipper Zero machen. Dazu hat der Flipper Zero verschiedene Funktionen mit dabei. Wir haben zum Beispiel Universal-Fernbedienung bereits an Bord, wo wir verschiedene vorkonfigurierte TV-Geräte, Projektoren, also Beamer,
Audiogeräte, Stereoanlagen, Radios mit Infrarotempfänger, Klimaanlagen, LEDs, es gibt ja auch so LED-Lampen, die ich mit so einer kleinen Fernbedienung in der Farbe verändern kann zum Beispiel, Lüfter, ja, Heimelektronik, Blu-ray und DVD-Player, Monitore, digitale Anzeigetafeln sogar, auch die haben manchmal Infrarotempfänger. Das Beste ist, wenn sie keine verbaut haben, denn dann bieten diese öffentlich aufgestellten Displays auch wieder Angriffspotenzial, zum Beispiel mit Flipper Zero. Ja, oder ich kann mir hier auch noch eigene Fernbedienungen anlernen. Ich kann zum Beispiel hier auch eine neue Fernbedienung lernen. Das geht ganz einfach, indem ich die Funktion hier starte und er empfängt dann entsprechende Infrarotsignale und ich kann das Ganze dann auch speichern und mir so Taste für Taste hier eine bestehende Fernbedienung, die ich hier habe, hier zum Beispiel die verschiedenen Tasten drauf drücke, kann ich mir die speichern und ich kann mir hier wirklich ein ganzes Bundle an Fernbedienungen durch den Flipper Zero sparen. Ja, eine weitere Funktion ist GPIO. GPIO heißt General Purpose Input Output. Damit meinen wir im Prinzip hier unten diese Leiste hier mit Anschlussmöglichkeiten. Es sind im Prinzip kleine Anschlussbuchsen, wo ich entweder Erweiterungsboards oder Kabel, wo ich wieder weitere Sensoren zum Beispiel damit anschließe, anschließen kann. Dadurch bietet sich hier eine universale Einsatzmöglichkeit vom Flipper Zero und ich kann hier verschiedene externe Sensoren, Geräte, Erweiterungsplatinen anschließen. Ich plane auch Videos zu Erweiterungsplatinen, denn ich habe auch selber hier schon welche gemacht, sei es im Bereich Infrarot, im Bereich Funk und im Bereich von Signalübertragungen, zum Beispiel per Vigant-Datenformat. Da werden noch einige Videos kommen, was den Flipper Zero und Erweiterungsplatinen betrifft. Ja, in diesem Standard-GPIO-Menü findet man auch nicht viel. Man kann hier manuell zum Beispiel die 5 Volt hier oben anschalten und man kann hier verschiedene Funktionen testen, aber die eigentlichen GPIO-Funktionen sind dann in diesem ersten App-Menü zu finden. Schauen wir, wie gesagt, gleich nochmal rein. Ja, iButton, wer sie nicht kennt, sie sind in Europa sehr exotisch. Das sind diese kleinen Magnetschlüssel, heißen sie auch oft mal im Umgangssprachgebrauch. Man kann sie hier an dem Flipper Zero hier unten dran halten zum Auslesen und im vorderen Bereich kann man auch hier am Flipper Zero die ganzen dann emulieren. Man hält die dann einfach an das Lesegerät und ein zunächst ausgelesener iButton kann ich dann hier emulieren. Das ist genauso, ich kann hier die verschiedenen Schlüssel im Prinzip dann speichern. Ich kann sie auslesen, ich kann sie speichern, ich kann sie verändern. Auch da gibt es interessante Einsatzgebiete, wie gesagt, hier bei uns in Europa eher exotisch. Ja, Bad Keyboard, ihr kennt vielleicht den Rubber Ducky, wo wir Bad Keyboard Angriffe machen. Das heißt, der Flipper Zero, wenn ich ihn per USB anschließe an den Computer, gibt er sich als Tastatur aus, führt dann vorprogrammierte Tastenbefehle aus, startet zum Beispiel die PowerShell, lädt einen Trojaner runter, führt ihn aus und kompromittiert so Systeme oder er tut bestimmte Pranks damit machen, ruft irgendeine Internetseite auf. Ja, nur da ist die Kreativität die Grenze. Bad Keyboard, ein sehr umfangreiches Thema. Da können wir wirklich auch mal ein vertiefendes Video dazu machen. Da gibt es auch ganz interessante Musterbeispiele. Nicht alles funktioniert immer. Ist manchmal ein bisschen Timing abhängig oder Betriebssystem abhängig, ob bestimmte Funktionen gehen oder nicht, wie das System auch gehärtet ist, wo ich das ausprobieren möchte. Aber grundsätzlich sehr interessant. Ja, was bietet er noch? 2-Faktor-Möglichkeit. Ich kann Flipper Zero als zweiten Faktor hernehmen. Ich persönlich habe das noch nie gemacht, weil ich nutze hier die Authenticator-Apps. Aber wer drauf steht, könnte auch den Flipper Zero als sein persönliches 2-Faktor-Gerät nutzen. Ja, hier haben wir noch das Momentum Firmware-Menü. Ich habe, wie gesagt, die Custom-Firmware von Momentum drauf, nicht die Stock-Firmware. Hier kann ich auch noch individuelle Einstellungen machen, die in der Standard-Flipper-Firmware nicht funktionieren. Das Settings-Menü ist das grundsätzliche Einstellungsmenü, wo ich verschiedene Funktionen vom Flipper ganz einfach konfigurieren kann, sei es wie lange das Display eingeschaltet bleibt, Kontrast,
Tastentöne, Tastentonlautstärken, genau, einfach das ganz normale Standardprogramm. Wir gehen noch mal kurz zurück in das angesprochene Apps-Menü und im Apps-Menü sehen wir auch noch mal ein paar Kategorien, die im Standardmenü nicht mit drin sind. Wir haben hier zum Beispiel das Bluetooth-Menü noch. Hier kann man den Bluetooth-Spam machen. Ich habe da auch schon mal einen Short dazu gemacht. Ich blende es euch hier nebenbei auch nochmal mit ein, wie man mit dem Flipper Zero zum Beispiel Android- oder iOS-Nutzer nerven kann, indem so Pairing-Informationen per Bluetooth-Spam ausgesendet werden. Das ist jetzt nicht weiter tragisch, ist aber in der Praxis sehr nervig. Ja, was wir noch machen können, ja, wir können hier den Flipper als Find My Gerät nutzen, wie ein AirTag von Apple, ist jetzt in der Einstellung nicht ganz so leicht. Wir haben hier Spiele drauf, wir haben hier unterschiedlichste Spiele, also eine riesen Litanei an Spielen. Ja, also wem es langweilig ist, kann sich hier auch mit dem Flipper mit so Minigames beschäftigen. Und ja, wir haben auch die Klassiker, wie wir vorhin schon angesprochen haben. GPIO habe ich ja gesagt, schauen wir nochmal rein. Hier haben wir die verschiedensten Programme für Erweiterungen. Ich habe zum Beispiel mal eine Erweiterungsplatine gemacht, um Tastaturen anzugreifen mit dem NRF-Chip. Die kann ich hier zum Beispiel über dieses NRF24-Menü machen. Und so kann ich zum Beispiel hier die angeschlossene Erweiterungsplatine nutzen, um einen Mauscheck-Angriff per NRF24-Platine zu machen. Wie gesagt, dazu haben wir eben den GPIO-Port, wir stecken das an und haben somit unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir haben Unterstützung für verschiedenste Sensoren. Wir haben die Möglichkeit hier AirMouse, da haben wir so ein Bewegungssensor, dann kann ich ihn quasi so als bewegungsgesteuerte Maus auch verwenden für einen PC zum Beispiel, den Flipper. Ich kann ihn als Oszilloskop zum Beispiel hernehmen, ich kann ihn als Kabelprüfgerät hernehmen, ich kann über die Ports Signale generieren, also Quadratwellen oder Sinuswellen. Ja, Kabeltester habe ich schon gesagt, man kann LEDs anklipsen, man kann GPS-Sensoren verbinden. Also es gibt hier theoretisch unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten für den Flipper Zero und den GPIO-Port. Nichts für Anfänger, aber ihr solltet es wie gesagt mal gehört haben. Ja, iButton haben wir schon gesagt, Infrared haben wir schon gesagt. Ich schaue jetzt nochmal Infrared rein. Da gibt es zum Beispiel auch noch die Möglichkeiten, zum Beispiel Infrared Scope. Da sehe ich zum Beispiel, wenn ich hier eine Fernbedienung habe, und ich weiß nicht, ob das Gerät Infrarot kann, dann kann ich das zum Beispiel dran halten und kann sehen, ob überhaupt Infrarotsignale hier durch die Luft geschickt werden, weil Infrarot kann ich natürlich nicht sehen, kann ich den Flipper als Diagnosegerät zum Beispiel hernehmen. Wir haben hier ein Mediaverzeichnis, da gibt es auch noch verschiedene Möglichkeiten, den Flipper als Music Player zu nehmen. Ich kann mit dem Flipper wie in Paint malen, ich kann Text-to-Speech nutzen, ja, viele Sachen, die über den Anfangs-Basiseinsatz weit hinausgehen. Wie gesagt, hier viele Möglichkeiten noch, aber die Grundfunktion habe ich euch bereits im Hauptmenü gezeigt. Ich hoffe, ihr habt einen einigermaßen umfassenden Überblick erhalten, habt vielleicht schon ein paar kleine Ideen bekommen, wie es ihr startet, euren Flipper Zero einzusetzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch Vorschläge und Ideen habt für mich unten in den Kommentaren, was ihr auch gerne noch zu Flipper Zero gerne sehen würdet, welcher Themenbereich euch interessiert. Dann werde ich auch hier auf eure Wünsche eingehen und auch nochmal speziellere Videos zu einzelnen vertiefenden Themen zum Flipper Zero machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, einen Daumen nach oben da lässt und die Glocke bitte nicht vergessen. Dann bekommt ihr auch Informationen, wenn ich wieder neue Videos zum Flipper Zero hochlade. Ja, mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat. Ich würde mich persönlich freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Video mit dabei seid. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, euer Raik.